Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz einfaches, leckeres Häppchenrezept für Ostern für klassische gefüllte Eier. Dieses Rezept ist super schnell und einfach gemacht. Es schmeckt köstlich und passt perfekt zum Ostern. In Finnland werden gefüllte Eier sehr häufig zum Ostern gemacht und ich dachte, ich teile meine Variation noch vor dem Ostern mit euch. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Erst solltest du die Eier kochen, so dass die Eier genug Zeit haben zum Abkühlen. Die Eier zum Kochen bringen und danach etwa 8 Minuten köcheln lassen. Danach gut mit kaltem Wasser abspülen, den Topf mit kaltem Wasser befüllen und die Eier komplett abkühlen lassen. In der Abkühlzeit werde ich noch den Bacon zubereiten. Den Bacon auf mittlerer Hitze von beiden Seiten schön knusprig anbraten. Danach die Baconstreifen auf Küchenpapier legen und mit Küchenpapier bedecken. Die Küchenpapier hilft dabei, um den extra Fett abzusaugen und so bleibt der Bacon schön knusprig. Dann den Schnittlauch ganz fein hacken und auch den abgekühlten Bacon ganz fein hacken. Dann, wenn die Eier abgekühlt sind, kannst du die Eier auch schälen. Wenn man die Eier gut abgeschreckt hat, geht das super einfach. Danach die Eier halbieren und das Eigelb in eine separate Schüssel geben. Jetzt 2 bis 3 Esslöffel Mayonnaise zum Eigelb geben, mit Salz und Pfeffer würzen und das Ganze mit einem Gabel zerstampfen. Ich habe gemerkt, dass die Masse sehr trocken war, deswegen habe ich noch eine Esslöffel Mayonnaise dazu gegeben, das Ganze nochmal vermischt, so dass der Eigelbfüllung so schön cremig und saftig wird. Der fertige Eigelbfüllung sollte so aussehen. Es ist schön weich, cremig und saftig. Dann noch ungefähr Hälfte von Schnittlauch dazugeben und auch etwa Hälfte vom Bacon. Kurz das Ganze vermischen und dann kannst du, wenn du magst, die Füllung in eine Spritzbeutel geben. Ich mag mit Spritzbeutel die Füllung in die Eihälften zu füllen, aber du kannst natürlich auch mit einem Teelöffel füllen. Den Eigelbfüllung in die Eihälfte füllen und zum Schluss mit Schnittlauch und Bacon garnieren. Ich hoffe, dir hat mein ganz einfaches Rezept für gefüllte Eier gefallen. Ich habe noch 2 andere leckere Variationen, die ich schon vorher geteilt habe und die werde ich für dich noch hier verlinken. Die 2 Varianten sind auch super lecker und was man noch machen könnte, ist diese 2 Rezepte mit heutigen Rezept kombinieren und einen Teller mit 3 verschiedenen Geschmäckern an gefüllte Eiern zu machen und zum Osterbrunch oder Osteressen servieren. Wenn du auf der Suche für mehr Inspiration zum Ostern bist, dann werde ich für dich alle meine Osterrezepte noch hier verlinken. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.